Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlustisan. Wadikap Pipi, Wadikap Tukon. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Für heute habe ich mir vorgenommen, mal wieder ein bisschen Fische zu räuchern. Da möchte ich euch gern ein bisschen mitnehmen, möchte euch da ein bisschen was erklären. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, vielleicht auch nicht. Ich wünsche euch mit dem Video auf jeden Fall ganz viel Spaß. Und ich würde sagen, ich fange den mal an aufzubauen und dann geht es dann so langsam los. Ja, die Fische, die sind aus unserem See, von der Farm draußen. Ich habe mich dazu entschlossen gehabt, dass mal wieder jemand kommt, der dann mal wieder ein bisschen ein Wurfnetz ausschmeißt, weil ich doch ein bisschen sehr viel Fische von diesem Blaserwei drin habe. Und deswegen kam er dann, hat das Wurfnetz ausgeworfen. Da kam auch einiges dabei raus. Vieles haben wir verschenkt an die Familie. Ein paar Fische habe ich eben behalten zum Räuchern. Ja, es ist also alles verwertet worden. Gott sei Dank, bin ich auch froh drüber. Jetzt sind wieder ein paar so Kettfische da raus. Und ja, bevor es jetzt denn losgeht, würde ich sagen, erkläre ich euch noch ein bisschen, wie ich da vorgegangen bin. Ja, bevor den Fischen ein schönes Feuer unter die Flossen gemacht wird, müssen die Fische natürlich aus der Salzlake erstmal rausgeholt werden, werden dann schön abgespült, also wirklich sauber abgespült. Wird auch nochmal geschaut, dass da nicht irgendwie noch Blut oder sonst was irgendwo drin hängt oder so. Und dann lege ich die Fische immer nach dem Abspülen dann immer in dieses blaue Netz rein, wo die Fische dann dort auch nochmal abtrocknen dürfen. So circa für eine, ja, sag ich mal, halbe, dreiviertel Stunde, je nach Sonne auch natürlich. Und dann trocknen die da drin. Anschließend reibe ich die dann noch immer ein bisschen mit einem Tuch ab. Und bevor sie dann eben halt nachher in den Ofen kommen. Noch eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieses Video dürft ihr natürlich wie immer fleißig liken, fleißig kommentieren, fleißig teilen. Und für die neuen Zuschauer, die erst jetzt auf mich gestoßen sind, würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Vergesst dann einfach nicht, die Glocke auch zu aktivieren, dann verpasst ihr auch kein Video von mir. Und vergesst auch nicht, das Abo, das kostet euch kein Geld, das ist nur ein Klick, den ihr machen müsst. Und für mich und für alle YouTuber, das ein absolut tolles Feedback ist. Ja, scheut euch da nicht, würde mich, wie gesagt, wirklich sehr darüber freuen. Aber jetzt geht's weiter mit dem Video. Ja, während die Blaserwei, also der Kettfisch, jetzt eine halbe Stunde gart, sitze ich hier, trinke ein schönes, kühles Blondes und warte darauf eben, dass die Fische durchgegart sind. Und danach geht es dann los mit dem Räuchervorgang selbst. Die Fische werden jetzt für 30 Minuten bei ca. 110, 100 Grad gegart. Das mache ich meistens immer gerne über 100 Grad, dass es einfach, ja, dass alle Bakterien, alles Mögliche abgetötet ist und bevor es dann eben zum Räuchern geht. Die Fische wurden über Nacht eingelegt in der Salzlake. Ich habe da eigentlich anfangs das erste Mal, als ich hierher gekommen bin, eine 8%ige Salzlake gemacht gehabt. Das war eindeutig zu viel hier. Dann hatte ich auch mal eine 7%ige ausprobiert gehabt. Das war für mein Gefühl und auch für das Gefühl der Thailänder hier trotzdem auch noch zu salzig. Deswegen bin ich jetzt schon das zweite Mal, also heute ist jetzt das zweite Mal, wo ich mit einer 6%igen, also das heißt 60 Gramm Salz auf 1 Liter Wasser. Ja, da liegen die Fische denn drin, eine Nacht lang. Ich mache das immer nach Gefühl, sage ich mal, zwischen 10 und 12 Stunden. Die jetzt hier, die lagen 12 Stunden in der Salzlake. Ich mische die Salzlake immer noch ein bisschen mit einfach Kräutern, mit Koriander, mit Schnittlauch, mit allem Möglichen, mit Dill, mit Chili auch dabei. Das mische ich da immer zusammen und da liegen die dann eben die ganze Nacht drin. So nach 4 Stunden tue ich die dann einmal kurz wieder das Ganze durchrühren. Ich bin jetzt gespannt eben aufs Ergebnis, aber so mache ich das hier. Erfahrungsgemäß sind die 6% hier in Thailand eigentlich ausreichend
Bin jetzt mal gespannt, denn was die Thailänder dann hier später jetzt dazu sagen wieder. Ist eben ein Blasawai, also ein Catfish, der eigentlich ein recht fettiges Fleisch hat. So eine Art, ja, wie das Fleisch vom Wels oder vom Aal auch. Ich verwende da noch einen Räucherofen aus der Schweiz von Smoky. Den hatte ich mir damals in der Schweiz noch gekauft gehabt, habe den hier mit nach Thailand mitgenommen gehabt. Habe aber mittlerweile gesehen, dass es hier auch recht vernünftige Räucheröfen gibt. Beziehungsweise man kann sich das ja auch selber bauen. Ist auch schnell selbst gebaut, wenn man das möchte. Ja, bin jetzt gespannt. Der hier hat jetzt schon ein paar Räuchergänge durch, aber ist immer noch einwandfrei. Reinigen tue ich den Ofen mittlerweile auch schon lange nicht mehr, weil ja, das, sag ich mal, was da drin sich bildet, ist eine gute Patina. Das kann man immer wieder verwenden. Das gibt einfach auch nochmal einen guten Geruch, denn nachher. Deswegen, ich reinige den mittlerweile gar nicht mehr von innen. Klar, ich mache die Abtropfschale nehme ich raus, säuber die und natürlich auch die Feuerschale. Aber ansonsten reinige ich den eigentlich gar nicht mehr. Jetzt bin ich dann mittlerweile knapp bei 30 Minuten Garzeit, bei knapp 105 Grad. Das ist für mich okay und werde jetzt dann so langsam oder habe auch schon die Feuerschale oder die Räucherschale vorbereitet. Da verwende ich eben gern, also anfangs hatte ich immer Buchenspäne, die habe ich auch noch mitgebracht aus der Schweiz verwendet. Mittlerweile hat mir vor 2 Jahren ungefähr ein Freund von einem, also sie sagen hier Mai Dang, also ein Rotholz, die Späne mir einen Sack abgefüllt gehabt. Die habe ich jetzt eben mittlerweile über 1,5 Jahre trocknen lassen und habe das auch schon ein paar Mal mit Fleisch probiert. Das gibt einen wunderschönen Geruch, ist ein leicht süßlicher Geruch von dem Mai Dang. Ist für mich meines Erachtens nach auch gut zu verwenden. Das will ich jetzt denn heute eben auch mal mit den Fischen probieren. Hatte ich mit den Fischen eben noch nicht ausprobiert gehabt. Und dann kommen da eben so diese Blätter hier noch dazu. Die lege ich oben drauf auf die Späne. Und dann auch noch natürlich Zitronengras, was ich dann auch noch drauf lege. Wie die Blätter von dem Baum heißen, ich habe es ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Ich blende euch den Baum einfach mal ein. Da könnt ihr mal dann in die Kommentare schreiben, derjenige, der es weiß. Also ich weiß, wenn Boone das Video schaut, die wird sicherlich ihren Baum wiedererkennen und wird mir dann sagen, wie das heißt auf jeden Fall. Das ist auch so ein leicht zitronenartiges Geruch, wo die Blätter hier abgeben. Und dann dazu dann auch noch später diese Früchte von dem Baum, die ich dann auch noch mit verwende. Und das jetzt dieses Mal das erste Mal, weil ich das erste Mal jetzt an dem Baum die Früchte gesehen habe. Die verwende ich jetzt einfach mal mit. Mal schauen, was dann passiert. Und so gehe ich dann hier einfach vor. Räuchern tue ich bei, sage ich mal, ja, manche sagen 80 Grad. Ich bin da eigentlich eher ein Fan davon, dass ich warte, bis das Feuer durchgezündet hat. Wenn das Feuer durchgezündet hat, gehe ich sogar teilweise runter auf 70, 60 Grad, weil wir dann einfach die Späne ein bisschen länger halten. Man muss dann natürlich auch immer darauf achten, dass man die Späne immer wieder kontrolliert. Erfahrungsgemäß ist es immer so, alle 20 Minuten sind die Späne dann runtergebrannt. Ich bedecke da immer den Boden von dieser Feuerschale hier. Und ja, nach 20 Minuten mache ich das Ganze neu. Der komplette Rauchgang, den mache ich immer 1 Stunde bei den Fischen. Und ja, dementsprechend muss ich natürlich dann 3-mal die Feuerschale wieder erneuern. Aber das ist eigentlich auch okay. Das gibt für mich immer einen tollen, runden Geschmack. Und das einfach zum Rauchvorgang selbst noch.
Ja, dann würde ich jetzt so langsam das Video beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Ich hoffe, ihr konntet da vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen. Ihr dürft natürlich wie immer auch in die Kommentare reinschreiben, wenn es da irgendwelche Fragen gibt. Fragt einfach. Die versuche ich so gut wie möglich natürlich zu beantworten. Ich werde mir die Fische jetzt, sage ich mal, die nächste Woche wahrscheinlich ein bisschen schmecken lassen. Habe auch der Familie noch ein bisschen versprochen, dass ich denen auch noch ein bisschen geräucherten Fisch vorbeibringe. Ja, also ich denke, da werden wir sicherlich satt werden davon. Das Ergebnis ist gut geworden. Habe die Fische auch schon probiert und ich finde es mega lecker. Und deswegen werde ich jetzt so langsam dann wieder ein bisschen aufräumen, alles versorgen und dann geht es zur Familie, da ein bisschen Fische zu verteilen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wünsche euch wie immer eine ganz, ganz gute Zeit da draußen. Passt auf euch auf, bleibt vor allem gesund und dann sehen wir uns ganz, ganz sicher zum nächsten Video wieder. Ich sage Tschüss, euer René aus Thailand.